Hi und herzlich willkommen. Ich wollte gerne mit dir zusammen ein bisschen painten. Also schnapp dir dein Hobby und wir unterhalten uns ein bisschen. Ja, ich habe hier mein Köfferchen schon stehen und zwar die Bilderchen von Karat.art. Das sind ja so kleine Bilderchen, die mit diesen Farben hier gepaintet werden. Ich hatte jetzt das Popcorn hier mal rausgesucht zum Painten. Ich muss mich da auch ein bisschen ranhalten, denn ich konnte auch die Tage nicht widerstehen und habe mir 2 neue Minis davon bestellt. Ich finde diese, wenn das so ein komplettes Bild ist, immer sehr schön für mal zwischendurch zu painten. Also das ist für mich persönlich jetzt ein Snackbild. Ne? Und ja, für so zwischendurch finde ich das immer ganz, ganz toll. Und ich habe mir noch bestellt gehabt einmal die Magic Poisons. Da habe ich auch noch nicht reingeschaut. Und diesen Herbst hier. Ich finde die so ganz schön, denn man kann sie hier im Koffer, wie gesagt, aufbewahren. Ich habe hier bei dem Set mit dem Happy Food 41 Farben. Ich schaue mal gerade, wie viel das hier in dem Magic Poison sind, weil die würde ich gerne als nächstes dann starten. Aber dafür muss dieses erst fertig sein. Also für mich persönlich muss das fertig sein. Das sind einmal die Steinchen hier. Das da ist bestimmt die Hintergrundfarbe, weil sie so in vollen Beuteln da ist. Und schaut mal, was Farben. Ja, einmal ein Washi Tape sowie Wachs noch dabei. Und hier sind die Bilder drin. Und einmal die Legende, 42 Farben. Die Legende ist zweimal mit dabei. Das finde ich persönlich sehr, sehr praktisch, denn man könnte einmal hingehen, sich das auf die Tütchen kleben und direkt aus den Tütchen painten und sich die andere Legende dann nebendran legen, weil auf der Leinwand selber sozusagen ist ja keine Legende. Und wenn man die dann zweimal hat, kann man eins für seine Aufbewahrung nutzen und eins sich nebendran legen einfach. Ich habe mir das jetzt, wie gesagt, auf meine Aufbewahrung geklebt und deshalb brauchte ich da nur die eine Legende. Ja, sehr schön. Die Bilderchen sind 11 cm auf 11 cm und sind aber voll zu painten. Du siehst es. Man hat halt im Hintergrund ein bisschen Color Blocking, ist aber nicht schlimm. Ja, aber ich fand die Poisons hier sehr, sehr schön und auch den Herbst. Der hat mir sehr gut gefallen. Ich lasse die Legende da jetzt draußen. Dass sie so in einer Pappummantelung nochmal kommen, das finde ich auch sehr gut, weil so kann ich sie im Koffer super lagern. Das ist dafür wirklich gut. Ich lasse sie auch so in dem Karton hier drin, bis ich sie starte, weil ich habe nicht so viele Minis. Das ist jetzt 1, 2, die 2, den hier sind dann 3. Dann habe ich noch das von Diapop und noch eins von Diamond Art Club. Also 5 Sachen und ja, ist okay, wenn ich die so mir hinstellen kann. So, einmal den Schieber drüber und schon ist es erledigt. Wie gesagt, einmal diese Poisons hatte ich bestellt und den Herbst. Falling for Fall.
Hier hinten steht nochmal drauf, was also alles mit in dem Kit enthalten ist. Sehr, sehr schön. Da gibt es auch noch Halloween und ich glaube, was mit Frühling gibt es auch noch. Also ganz viele verschiedene von Karat Art. Ja, wie gesagt, ich hatte mich jetzt hier fürs Popcorn entschieden. Und ich glaube, so viele, Entschuldigung fürs Wackeln, aber ich musste dich ein bisschen runterholen. Ich habe noch ein paar davon offen. Ich weiß, ich habe die Tasse gemacht. Ich glaube, die Tasse, das Eis, die Sushi und ihn habe ich. Habe ich noch was? Die Pizza ist noch da. Der Burger ist noch da. Das Eis ist da. Der ist auch noch da. Das Spiegeleis. Ah, dann habe ich den Muffin noch gemacht. Ha, es kristallisiert sich raus. Die ganzen Süßigkeiten sind schon so gut wie erledigt. Tja. So ist das manchmal. Ob ich das immer gepaintet habe, wenn ich Lust auf Süßigkeiten hatte? Wer weiß. Ja, ich hole mir noch kurz den Stuhl. So, und dann dachte ich, kann ich dir auch noch so ein bisschen von der Woche erzählen. Ich hole dich noch ein bisschen runter. So. Und dann können wir eigentlich auch schon starten. So, die Folie nehme ich ab, einmal komplett und lege sie mir einmal rüber. Ja, ich hoffe, dein Tag war schön bis jetzt und es lief alles soweit gut. Ich hoffe, du bist gesund und es geht dir auch gut. Bei mir ist alles soweit in Ordnung. Ich glaube, ich muss Licht anmachen, dass du das besser siehst. So vielleicht. Ja. Die Woche ist ja jetzt erst gestartet. Aber trotzdem dachte ich, ich mache mal für zwischendurch ein kleines Painte mit mir. Einfach um ein bisschen Zeit mit dir zu verbringen. Und ein bisschen einfach zu entspannen mit dir. Ja. Ich wollte dir vielleicht noch von letzter Woche erzählen. Letzte Woche waren ja auch nachts diese Perseiden zu sehen. Ich weiß nicht, hast du sie geschaut? Hast du die Augen offen gehalten nach den vielen tollen Sternschnuppen? Also wir haben geschaut. Und haben sogar 3 Stück gesehen. Das war wirklich sehr, sehr schön. Ich habe mit den Kindern geschaut und mein Mann kam nachher auch noch dazu, weil er dann gesagt hat, was macht ihr hier draußen? Gut, hier bei uns in der Kleinstadt, will ich es mal nennen, ist es sehr hell. Wir sind dann nachher noch spontan ins Auto gestiegen und ich bin mit meinem Mann und den Kindern in den Wald gefahren. Halt auf eine Wiesenfläche, wo ich auch mit meiner Hündin spazieren gehe, im Wald. Und dann haben wir uns da die Sterne angeschaut. Ja, war sehr, sehr schön, war mal was anderes. Denn ja, sonst steige ich nicht nachts einfach ins Auto und düse los, muss ich ja sagen, sondern ja, was man nachts halt so macht. Manchmal painte ich, manchmal schlafe ich, manchmal sind andere Sachen drin, so nach dem Motto. Ja,
Ja, genau. So. Und wir haben uns aber die Perseiden angeschaut und wie gesagt, wir haben ein paar gesehen. Mein Mann hat mehr gesehen wie ich. Ich habe 3 Stück gesehen. Ich glaube, er hat 4 oder 5 gesehen. Und allen hat nachher der Nacken wehgetan durch das Hochgucken. Mein war ja auch verständlich, aber ja, ne, was willst du machen im Wald? Ja, das war wirklich ganz spontan. Wir haben nichts mitgenommen zum Sitzen oder sowas, sondern wir haben dann da auf der Wiese gestanden und haben nach oben geschaut. Ja, die Kinder fanden es ein bisschen gruselig, weil im Wald hat man ja auch so ein bisschen noch eine andere Geräuschkulisse wie in der Stadt oder im Dorf. Sie waren auch ganz erstaunt. Ich bin dann auch durch mein Heimatdorf gefahren. Und ja, ich muss sagen, weil für mich war das früher gang und gäbe, aber für die Kinder anscheinend nicht, denn ich weiß nicht, wie das bei dir ist, bei uns oder bei dem Dorf wird halt ab 11 das Licht ausgemacht. Die Dorflaternen werden dann ausgemacht. Und dann werden die erst wieder um 5 angeschaltet. Also da ist es dunkel. Da ist kein Licht. Und das war für mich früher gang und gäbe. Hier in der Kleinstadt hier bei uns halt nicht. Da ist das nicht der Fall. Das brennt durch. Aber auf dem Dorf war das bei uns früher normal. Und ist auch jetzt dort noch normal. Ne? Wie ist das denn bei dir? Denn ja, ich habe auch noch mit anderen mal darüber gesprochen, weil meine Kinder halt so erstaunt darüber waren. Da habe ich dann auch mit Bekannten gesprochen. Und die haben auch gesagt, nö, also bei uns brennt das durch. Ja, anscheinend ist das ja ungewohnt, wenn man die Laternen ausmacht. Ne? Aber anscheinend ist das ja dann auch von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Oder von Kreis zu Kreis, ich weiß es nicht. Denn es ist auch ein anderer Kreis, das Dorf, wo ich herstamme. Ja. So war das. Ja, auf jeden Fall haben wir uns da die Nacht um die Ohren gehauen, so ein bisschen, um die Perseiden zu schauen und sind dann wieder heimgefahren. Und Kinder oder Jugendliche haben ja auch eine Energie, die ist ja sagenhaft. Fluppdiwupp, ein bisschen geschlafen und schon sind die wieder fit. Ja, das waren ja noch in den Ferien, von daher alles gut. Bei uns ist jetzt die Schule wieder gestartet. Die Kinder, ja eigentlich, die gehen gern zur Schule, die freuen sich. Also, da haben wir jetzt keine Probleme. Die Stundenpläne sehen gut aus, muss ich ehrlich sagen. Also, die haben gut zu tun. Und das soll ja auch so sein. Ja, sehr, sehr gut, dass die Schule jetzt wieder startet. Obwohl ich sagen muss, ich habe die Kinder auch gerne daheim. Also mir macht das nichts aus, wenn sie Ferien haben oder frei haben. Auch wenn ich arbeite oder auch arbeiten bin. Ich bin ja dann, kann ja nicht immer Urlaub nehmen, ich bin ja auch arbeiten. Und ja, es ist jetzt aber nicht so, dass ich sage, Gott sei Dank sind die Ferien rum. Nee, das ist nicht der Fall bei uns. Ja, genau so ist das. Ich
bin mal gespannt, was die Woche noch so bringt. Wir haben jetzt noch einige Termine, die anstehen. Ein Termin ist ja Arztgang, also Kieferorthopäde und sowas haben wir noch. Da müssen wir ja immer hin. Und dann habe ich noch 2 andere Sachen. Meine Tochter geht jetzt in den Konfirmandenunterricht. Da haben wir noch einen Vorstellungsabend, also für Kind und Eltern. Da bin ich auch mal drauf gespannt, denn es sind jetzt andere Pfarrer bei uns hier. Und ja, mal gespannt, was die sich so vorgestellt haben, wie das dann so abläuft. Ob sich viel ändert oder ob sie viel übernehmen vom Vorgänger. Das weiß man ja alles nicht, aber da bin ich ganz offen. Und das hören wir uns die Woche mal an, was da so gesagt wird. Ich hoffe jetzt nicht, dass das so eine Runde wird. Hallo, ich bin die Mama von. Da fühle ich mich immer ein bisschen unwohl, wenn ich so Vorstellungsrunden machen muss. Aber normalerweise sollten da auch viele Eltern mit Kindern sein, die man kennt, weil es ja hier aus unserer Region, aus unserer Kleinstadt halt ist. Und deswegen denke ich mal, sind da bestimmt der ein oder andere, den ich kenne und auch meine Tochter dann kennt. Ja, und dann heißt es für sie, fröhlich in den Konfirmandenunterricht zu gehen. Obwohl, ob sie da immer so fröhlich ist, sei auch mal dahingestellt. Aber sie wollte es. Wir haben sie gefragt, ob sie das möchte. Sie hat das bejaht und hat auch gesagt, dass sie das gerne macht. Und ja, dann soll sie das auch tun. Ja, sehr schön. Du siehst hier das Bild. Ich habe schon hier den ersten Fairy Dust gesetzt, den ersten Feenstaubstein. Oder Sparkle Dust heißt es ja bei Karat Art, Entschuldigung. Den ersten Sparkle Dust Stein gesetzt, der helle gelbe hier. Der jetzige, das Dollarzeichen, war jetzt ein normaler Harzsteinton in Gelb. Und das ist hier ganz abwechslungsreich. Also du hast normale Steinchen, AB-Steinchen und Fairy Dust Steinchen, Sparkle Dust Steinchen dabei, die man legt. Sieht aber sehr, sehr schön aus und passt, finde ich, auch persönlich sehr gut zu den Bildern. Das ist alles sehr schön abgestimmt. Ja. So. Ich dachte, wir painten jetzt hier oben das Popcorn zusammen. Und wie gesagt, dann erzähle ich dir so ein bisschen was von der Woche, von der vergangenen Woche, sagen wir so. Wir wollten ja eigentlich auf den Flohmarkt. Ja, haben das aber dann doch nicht gemacht. Ich weiß gar nicht wieso. Wir wollten zwar gehen, aber dann kam eins zum anderen. Dann sind wir doch nicht mehr losgezogen. Aber ist auch nicht schlimm. Es kommen noch andere Flohmärkte, von daher. Ich gehe da immer mal gerne drüber, um einfach mal so ein bisschen zu schauen. Ja. Aber selber auf einem Flohmarkt Sachen verkauft habe ich noch nicht. Ich habe das mal über eBay Kleinanzeigen gemacht oder
früher hieß das, ich glaube, Mami-Kreisel oder so irgendwie. Da hatte ich auch Sachen eingestellt. Heißt das jetzt Vinted oder so? Ich weiß gar nicht mehr genau. Und, ach nee, das muss nicht sein. Also, ich habe sehr oft auf Leute gewartet, die dann doch nicht kamen. Und ja, dafür war mir dann die Zeit zu schade. Oder bei den Kindersachen, die meine Kinder hatten, so ein Tretkettcar zum Beispiel. Und ja, das hatten wir eingestellt für einen kleinen Betrag, also wirklich einen kleinen Betrag. Ich glaube 10 € oder sowas, haben wir gesagt, nehmen wir noch davon. Aber natürlich Selbstabholung, weil verschicken konnten wir den nicht. Selbstabholung und ja, das wollte niemand, wäre ja schon gebraucht und tralala und nee, das zahlen wir nicht. Und ich meine, ich bin ja dann froh gewesen, dass es niemand anderen genützt hat, aber ich bin dann hingegangen und hab's an den Kindergarten gespendet. Ja. Denn ich dachte, die können das gut gebrauchen. Und dann muss ich mich nicht mit anderen Sachen da rumdiskutieren, so nach dem Motto. Weißt du, was ich meine? Also, wenn man dann schon bei kleinen Beträgen diskutiert, ich weiß nicht. Also ich meine, um Gottes Willen, ich stecke nie in den Leuten drin, ja, und ich weiß auch nie, wie die Situation ist. Aber man kann Sachen höflich dann auch erklären und mitteilen, finde ich. Ja, ich meine, höflich waren sie alle, um Gottes Willen. Also da war keiner frech oder sowas. Aber die Preisverhandlungen, sowas liegt mir persönlich nicht. Muss ich doch ganz ehrlich zugeben. Ja. Und wie gesagt, dann haben wir die Sachen halt dem Kindergarten gespendet. Wir haben hier in unserem Gebiet 3 Stück. Es sollten, glaube ich, 4 werden, aber 3 Stück haben wir auf alle Fälle. Und da habe ich einen Großteil hingegeben. Die Bücher von den Kindern, also diese Was ist was Bücher zum Beispiel habe ich da hingebracht. Und auch ja, Brettspiele. Das habe ich nachher alles dort hochgegeben. Was ich auch gemacht habe, das wusste ich aber am Anfang nicht, dass der Kindergarten auch Kleidung genommen hat. Und damit sie den Kindern Wechselkleidung anbieten konnten, wenn sie sich schmutzig gemacht haben. Und das habe ich dann auch gemacht. Halt nur noch wirklich die Sachen, wo ich gesagt habe, oh ja, das kann man noch nehmen. Und ja, wenn die Sachen nur einmal getragen waren, meine Güte, dann sind die Sachen halt hochgegangen an den Kindergarten. Also der Kindergarten ist über uns sozusagen. Deswegen rede ich immer von hochgegangen. Ja, aber so fand ich das eine gute Lösung. So hatte jeder was davon. Und die haben sich gefreut. Das war eine gute Sache. Ja, das war so früher. Ich meine, Teil der Sachen von meinen Kindern, muss ich ja gestehen. Ich habe so besondere Sachen dann auch aufgehoben. Denn, ja, wer weiß, vielleicht kommen ja irgendwann, hoffentlich in ferner Zukunft, die Enkelkinder. Und dann dachte ich, hat man wenigstens so Kleinigkeiten zu Hause. Ja. So, das ist jetzt auch ein schöner Fairy Dust Ton. Sehr, sehr schön.
Und ich glaube, der Pfeil, der ist, also diese 2 Zurückspulzeichen, der ist ein AB-Ton. Ich glaube schon. Ich sehe ihn aber jetzt gerade auf Anhieb nicht. Können wir ja gleich mal schauen. Ja, hast du auch so Minis? Ich dachte, diese Magic Poison, die passen jetzt auch gut in den Herbst rein. Aber ich möchte, wie gesagt, erstmal dann ein Set mit den Minis wenigstens fertig haben. Obwohl ich dir ja in meinem letzten Video erzählt habe, dass ich ein paar mehr angefangene Bilder gerne hätte. Und ich da auch wirklich Lust drauf habe. Aber wie gesagt, hier das zähle ich jetzt nicht als angefangenes Bild. Oder würdest du das anders sehen? Wäre das hier schon für dich ein angefangenes Bild? In dem Sinn, dass es ein WIP dann ist? Also ein Bild in Arbeit? Oder wäre das hier eher für dich, ja, wie so für mich so ein bisschen ein Snackbild? Ich weiß ja, für viele sind auch Snackbilder diese 30×40 Bilder oder 30×30 Bilder. Aber wie gesagt, für mich persönlich jetzt, ja, nee, sind sie nicht. Denn da sitze ich auch 1 oder 2 Tage dran, garantiert oder länger. Und hier bei dem Bild, das kann man in einem Tag painten. Und deswegen finde ich, ist das hier für mich ein Snackbildchen. Ja. Und da würde ich gerne mal deine Meinung dazu wissen. Also mein Kopf ist manchmal, da bin ich am Sprechen und denke schon den Satz und bin aber was ganz anderes am Sagen. Es tut mir leid. Der Tag heute war schon lang. Wir müssen uns mit einem neuen System auf der Arbeit, ich wollte schon sagen rumquälen, aber uns einarbeiten und deswegen ist schon ein Teil von meinem Gehirn etwas aufgebraucht. Ja, aber gut, es ist wie es ist. Deswegen dachte ich jetzt, ich painte eine Runde, aber ich wollte auch mit dir ein bisschen Zeit verbringen und deswegen sind wir jetzt soweit. Ja, so, dann schreib mir gerne mal, wie du das siehst mit den kleinen Bilderchen hier. Oder ob auch für dich als Snackgröße diese 30×40 Bilder sind. Also wir reden von Paintingfläche, nicht von Leinwandfläche. Ja, oder schreib mal, wie groß dein Bild ist, damit du es noch als Snackbild sehen würdest. So die Maße so ungefähr. Ja, da hat ja jeder, wie gesagt, seine eigene Meinung. Ach nee, der Weiß ist auch ein Sparkle Dust Stein. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte eigentlich, das ist ein AB, aber falsch gedacht. Ist aber auch nicht schlimm. Ich finde auch mit dem Sparkle Dust, das sieht immer sehr, sehr schön aus. Ja. Doch. Und es gibt ja auch noch andere kleine Bilder. Gibt es ja nicht nur bei Karat Art oder bei Diapop, sondern ich glaube ja auch, das kriegst du bestimmt auch in den anderen gängigen Plattformen. Ja. Wie ist das eigentlich bei dir? Hast du mehrere WIPs? Oder paintest du eins nach dem anderen? Es gibt ja viele, die painten eins nach dem anderen. Und
wie machst du das dann, wenn du eins nach dem anderen paintest? Hast du dann schon Bilder zu Hause oder bestellst du erst, wenn du siehst, ach, das Bild ist fast fertig? Ich habe jetzt so nach dem Motto nur noch so einen Streifen 10 cm auf was weiß ich was, auf 40. Ich könnte mir jetzt ein neues bestellen. Oder hast du, wie gesagt, schon Bilder dann zu Hause? Oder bestellst du das dann ganz bewusst, dass du sagst, ah, ich habe das jetzt fertig und ich möchte jetzt danach dieses Bild painten? Das würde mich mal interessieren, wie du das machst, wie du das handhabst. Oder bist du eher wie ich vielleicht und du hast schon was zu Hause und kannst dich dann nicht entscheiden? Finde ich bei mir sehr, sehr schwierig. Also ich habe viele schöne Bilder, die ich auch unheimlich gerne painten tue. Aber manchmal fehlt mir die Zeit. Oder ganz oft fehlt mir die Zeit. Aber trotzdem werden ja Bilder bei mir fertig. Das siehst du ja in meinem Monatsrückblick, dass da immer so ein Bildchen meistens fertig wird. Da bin ich auch ganz transparent, dass ich dir die Bilder zeige. In meinem Stand der Dinge zeige ich dir nur Bilderchen, die ich in der Woche gepaintet habe. Gut, was ich dir dann nicht zeige, ist das Überraschungsbild natürlich. Das painte ich ja als Überraschung, damit du nochmal ein anderes Bildchen siehst. Und da ist es auch egal, ob ich fertig bin oder nicht. Denn das ist wirklich ein Bildchen einfach nur für den Spaß. Und dann, was ich auch nicht jedes Mal reinhalte, ist der Snow Dragon, weil der ist mir einfach zu groß, dass ich den dann jedes Mal, wenn ich da dran ein bisschen was gepaintet habe, dann zeige. Da zeige ich dir auch immer Ende des Monats den Stand. Und ja, dann siehst du es ja, wie weit der soweit gekommen ist. Ja. Siehst du, das Popcorn hier oben ist schon gut fertig geworden. Das geht schön zu painten. Es sind auch sehr, sehr schöne Steine, die sich gut legen lassen. Auch, du siehst, mit Mehrfachaufsetzer ist das hier klasse. Ja. So, und wenn du mal ein Steinchen schief legst, dann schiebst du es dir einfach wieder gerade. Aber normalerweise ist es auch so, zumindest habe ich das bei den Bildern bei mir festgestellt, dass wenn ich mal was schief lege und ich habe nachher noch Steinchen, die dann daneben kommen, dann schiebt sich das auch noch mal ein bisschen gerade. Oder du nimmst dir halt so ein Schiebetool und schiebst es dir in die Reihe, die du möchtest. Ja, also normalerweise dürfte das bei den Leinwänden so kein Problem sein, wenn es gegossener Kleber ist. Ich glaube, bei doppelseitiger Klebefolie kannst du das nicht machen, aber das weiß ich nicht. Ich habe noch kein Bild gepaintet mit doppelseitiger Klebefolie. Ich denke aber, dass es da schwierig wird, die Sachen zu schieben, wegen der, ja, wie gesagt, wegen der Klebefolie. Ja, also das stelle ich mir ein bisschen schwierig vor. So. Aber du siehst, es funktioniert hier recht gut, die Steinchen auch so ein bisschen zu schieben und zu machen. Das geht.
sieht er schon lustig aus mit seinen Streifen da. Mit den weißen Streifen. Ups. Sadle. Ja. Ich hoffe, dir hat das kleine, kurze Painte mit mir gefallen. Und ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen. Hab noch einen wunderschönen Tag. Lass es dir gut gehen. Lass dich nicht ärgern. Und ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal dabei bist. In diesem Sinne, mach's gut. Tschüss.